Ihr fragt Fragen. Meine Date-Idee ist, langsam bin ich verzweifelt, Luxus-Mode-Design studieren. Keine Ahnung. Ich habe da wirklich schon oft drüber nachgedacht. Absolute Lieblingsfrage. Hallo Leute, guckt mal, wo ich hier wieder bin. In München, bei Max, bei meinem Bruder. Der ist aber gerade arbeiten und deswegen dachte ich mir, mache ich ein Video für euch, weil ich hatte diese Woche gar keine Zeit, ein richtiges Video zu filmen. Weil ich bin immer noch krank, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich hatte so stark Grippe. So 3 Tage bevor ich fliegen wollte, bin ich richtig krank geworden. Ich lag in meinem Bett, ich dachte mir, nein, das kann nicht schon wieder sein. Weil letztes Mal, als ich hier war zum Oktoberfest, war ich ja auch so krank. Ich weiß nicht, ich glaube, München mag mich einfach nicht. Deswegen hatte ich danach keine richtige Zeit, ein Video zu filmen. Deswegen machen wir heute auch mal so ein kleines Q&A und Live-Update, weil es kamen jetzt voll viele Fragen. Ich zeige euch mal auf Instagram. Da hatte ich auch so eine Mini-Fragerunde gemacht, aber ich dachte, weil das so viele Fragen waren, beantworte ich einfach noch in einem YouTube-Video. Ah, und dabei mache ich mich übrigens fertig. Ich bin noch gar nicht geschminkt. Ich habe hier meine Make-up-Sache mitgebracht. Ich sitze übrigens in der Küche, weil das der einzige Ort ist, wo es einen richtigen Tisch gibt. Guck mal, wie viele Fragen hier einfach gekommen sind auf Instagram. Da kann ich mir aufgehört. Und ich habe mir jetzt ein paar gescreenshottet, die aufgekommen sind. Erste Frage, bist du dieses Jahr wegen Abi gestresst? Und Leute, ja, bin ich. Also ich bin ja schon immer gestresst wegen so Klassenarbeiten und Noten. War da leider noch nie so gechillt. Aber jetzt, wo es richtig um was geht hier beim Abi, da bin ich noch gestresst. Oh, jetzt ist es laut. Oh, Momento! Max wohnt hier mitten in der City, da ist es leider nie so leise. Was ich sagen wollte, ich bin leider sehr gestresst dieses Jahr. Wisst ihr, wann ich meine schriftlichen Abi-Klausuren habe? Im Februar. Das heißt, ich habe nur noch 3 Monate, um dafür zu lernen. Und ich habe ja jetzt noch normale Klassenarbeiten. Das ist ja nicht so, als könnte ich jetzt mich 3 Monate lang nur darauf konzentrieren, sondern ich muss ja noch die anderen Klassenarbeiten schreiben, weil ich in den meisten Fächern halt auch viele Noten einbringen muss. Dann kamen jetzt noch ganz viele Sachen dazu. Also ich war ja jetzt noch krank und das wirft mich dann auch richtig aus der Bahn, weil dann kann ich auch gar nicht richtig lernen. Dann kam jetzt noch das Problem, dass mein Opi leider im Krankenhaus ist. Das ist auch richtig schlimm für mich, weil mein Opa war noch nie so im Krankenhaus. Und wir wissen jetzt halt auch noch nicht, wie es damit weitergeht. Der ist ja da gerade noch im künstlichen Koma. Deswegen, ja, waren uns meine Eltern auch oft in Deutschland. Und ich fahre jetzt auch von München mit Max aus nach Köln zu meinem Opa, dass wir ihn halt besuchen können. Und es kam jetzt auch noch dazu, also es hat mich auch ziemlich so aus der Bahn geworfen. Und dann kann ich halt auch nicht so wirklich an viele andere Sachen denken. Deswegen kam einfach viel zusammen gerade. Und dann weiß ich auch immer noch nicht so, wie ich das alles machen soll, wenn ich für Abi lerne und dann meine ganzen Social Media Sachen machen soll. Also Videos filmen, meine Kooperationen machen, Instagram Stories und so. Das macht ja alles echt ein bisschen viel, vor allem wenn man dann halt noch gute Noten schreiben will. Weil ich gebe mich da dann nicht so mit so einer 3 zufrieden oder so. Das ist leider ein bisschen blöd bei mir, deswegen. Okay, nächste Frage. Wird es mal wieder eine Fan-Treff-Tour geben? Habe ich schon mal eine Fan-Treff-Tour gemacht? Was ist nochmal? Ein Fan-Treffen ist sogar geplant. Ende November in München. München ist irgendwie meine neue Lieblingsstadt hier geworden. Ich habe so viele Sachen, die ich immer in München mache. Ich habe auch schon echt viele von euch in der Stadt getroffen, also dachte ich, wäre es vielleicht cool. Ist noch nicht eine 100%ige Garantie, dass es klappt. Ich will euch nichts Falsches versprechen. Aber ich sage euch dann dazu nochmal Bescheid. Aber vielleicht wird das stattfinden. Irgendwie sind diese ganzen so Fan-Treff-Sachen und so voll verloren gegangen, so durch Corona, finde ich. Ich glaube, eine Fan-Treff-Tour wird es noch nicht geben. Aber auf jeden Fall mal wieder was, wo wir uns sehen können. Bist du Einzelkind? Das ist ja die nächste Frage. Nope, ich bin zum Glück nicht Einzelkind. Das fand ich irgendwie ziemlich langweilig, glaube ich. Also ich habe ja 2 ältere Brüder, Max und Nick. Bei Max bin ich ja gerade hier zu Hause. Nick ist 24. Leute, es ist schwierig mit diesen 20ern. 24 und Max ist 26. Hoffe ich. Die sind ein bisschen camera-shy, Leute. Die sind irgendwie nicht so wie ich. Die sind nicht so gern vor der Kamera. So, jetzt kommt hier meine absolute Lieblingsfrage. Was willst du nach der Schule machen? Willst du studieren? Okay, jetzt kommt's, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da wirklich schon oft drüber nachgedacht, was ich machen möchte. Weil jetzt so die Zeit ist, wo viele von meinen Freunden auch so sind, ja, ich studiere auch dahin, ich studiere das und das. Und ich denke mir so, okay, cool. Leute, ich weiß nicht, was ich mache. Keine Ahnung. Ich finde es echt schwierig, was zu finden, was mich interessiert. Also ich will jetzt nicht irgendwas studieren, wo ich mir dann denke, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Ich finde es ja so schon in der Schule scheiße, für was zu lernen, was mich gar nicht interessiert. Und wenn ich das dann auch im Studium freiwillig machen muss, das kann ich mir nicht geben. Max meinte zu mir, ich soll Luxus-Mode-Design studieren. Wahrscheinlich, weil ich mich so gut mit so Handtaschen und so auskenne. Vielleicht fange ich einfach an, bei Louis Vuitton zu arbeiten. Alles mit Mathe können wir schon mal rausstreichen. Das kann ich nämlich nicht. Das werde ich auch nicht freiwillig tun. Mein Taschenrechner wird entfernt von
meinem Planeten nach der Schule. Ich habe auch schon oft mit Leuten darüber geredet und ich meinte so, was denkt ihr, würde zu mir passen, wenn ich studiere? Und die haben mich angeguckt wie ein Auto und meinten, ja, eigentlich nix. Nächste Frage, obwohl, nein, stopp. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr schon wisst, was ihr studieren wollt oder ob ihr irgendwelche Ideen habt, weil ich habe wirklich keine Ideen mehr. Ich habe auch schon ChatGPT gefragt, aber alles war irgendwie blöd. Und ich glaube, ChatGPT hat auch schon aufgegeben. Ich glaube, irgendwann war er genervt von mir, als ich meinte, dass mir keiner von seinen Vorschlägen gefällt. Vielleicht geht es euch ja genauso und wir können zusammen irgendwas studieren. Weiter geht's, nächste Frage. Ob ich einen Freund habe? Nein, Leute, kein Freund. Ich glaube mittlerweile, meine Ansprüche sind einfach zu hoch. Ich habe da einfach keine Lust drauf, jemanden so zu daten, den ich gar nicht mag, sondern der einfach nur so, ja, mal Bock hat, mit mir zusammen zu sein oder so mal auf einer Party rumzumachen. Das ist mir wirklich zu blöd. Gerade auf Mallorca ist es schwierig. Ich sag euch, da hatte wirklich jeder schon was mit jedem. Es ist schwierig, irgendwen zu finden, der nicht einfach auf einer Party mit 100 Mädchen rummacht und danach gar nicht mehr weiß, mit wem er da eigentlich war. Deswegen möchte ich davon nicht so, ja, davon nicht betroffen sein. Wenn irgendwer kommt, dann kommt er. Wenn nicht, dann nicht. Also, ich weiß es nicht. Langsam bin ich verzweifelt. Ich habe auch schon so überlegt, vielleicht muss ich meine Ansprüche einfach runterschrauben. Das habe ich auch schon versucht. Aber das geht mir dann so auf den Keks, was manche Typen bringen. Da habe ich auch echt keinen Nerv für. Ich habe wirklich wenig Zeit. Und wenn ich dann meine Zeit noch, keine Ahnung, mit einem Typen verbringe, dann muss es auch jemand sein, den ich wirklich mag und der mich wirklich mag. Sonst ist das wirklich verschwendete Liebesmühe. So kompliziert bin ich gar nicht. Versprochen. Vielleicht ein bisschen. Aber Frage, Leute, findet ihr das nicht auch so blöd, dass irgendwie niemand mehr so richtig loyal ist? Sondern irgendwie höre ich immer nur, der hat mich betrogen, der snappt schon wieder mit dieser anderen. Snapchat ist ja auch für Freunde finden die ganz blöde App. Also das geht ja schon mal gar nicht, finde ich. Aber ich höre immer nur noch Sachen, ja, das Problem ist mit dem und dem. Und der hat jetzt schon wieder was mit der anderen. Und er will keine richtige Beziehung. Aber wir haben trotzdem immer was. Und wenn ich sowas schon höre, denke ich mir wirklich, nee, das tue ich mir nicht an. Ich glaube, ich bin für solche komischen Beziehungen, die heutzutage hier geführt werden, nicht gemacht. Ich möchte wirklich jemanden, der nur mit mir zusammen ist und der nicht noch mit 100 anderen Mädchen snappt und wahllos mit irgendwer auf der Party rummachen will. Dann hätten wir die Freundfrage hier jetzt auch schon. 2 Fragen, über die ich verzweifelt bin. Freund und Studieren. Ganz schlimme Themen. Die Frage wollte ich mir beantworten, weil sie hat gefragt, hast du Make-up-Flecken auf deinen AirPods Max und würdest du die empfehlen? Ja, weil ich habe die in weiß gekauft. Ich fand, das war die schönste Farbe, war ein großer Fehler, kauft die auf jeden Fall nicht in weiß. Und jedes Mal, wenn ich die einmal anhatte, war dieser Netzstoff voller Make-up. Die waren einfach orange. Und man kann die waschen mit so Micellenwasser, es geht aber nach einer Zeit nicht mehr ab. Deswegen habe ich jetzt das hier. Ich habe mir so Cover dafür geholt. In Pink. Das sind einfach so Silikonüberzüge von Amazon. Und das kann man halt hier drum machen. Und um die Teile. Und wenn man die dann anzieht, dann hat man keine Make-up-Flecken mehr an diesem weißen Stoff. Deswegen holt euch direkt so Cover. Oder einfach eine dunkle Farbe. Ich glaube, das ist echt besser. Leute, meine Nase wird immer zuer im Laufe des Videos. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Jetzt kommt eine Gym-Frage. Möchtest du gerade stark Muskeln aufbauen oder ist Gym einfach eher Fitness, Spaß? Definitiv das Zweitere. Also ich habe da gar nicht so meine Intention bei, besonders den Muskeln aufzubauen. Weil ich finde so vom Turnen sehen meine Arme generell schon ziemlich so ein bisschen stärker gebaut aus. Deswegen brauche ich da jetzt nicht noch mehr. Ich mache gern so Abs-Workouts oder Po trainieren, Beine trainieren, weil ich habe vorher wirklich nie meine Beine trainiert. Ich finde, jetzt sieht es echt besser aus. Also ich sehe da auch Fortschritte so. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich war vorher immer so voll dagegen. Ich war immer so, ja, nee, das bringt ja eh nichts und so. Deswegen finde ich es gut, dass ich da mal angefangen habe. Wann kommen mal wieder Workout-Videos von dir? Oh Gott, Leute. Ihr fragt Fragen. Jetzt, wo ich im Gym bin, mache ich gar nicht mehr so viele Homeworkouts, ist mir aufgefallen, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Gym viel mehr bringt. Ich esse jetzt auch mehr so Proteine und so, also es macht mir schon Spaß, so ein bisschen so Gym-Girl zu sein, also so Ihnen zu essen und dann ins Gym zu gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich dann an diesen Maschinen sowas mache und dann meinen Ablauf habe, mache ich das auch viel mehr so consistent, als wenn ich so einmal in der Woche so 3 App-Workouts mache zu Hause. Wollt ihr ein Workout-Video haben? Vielleicht kann ich mal irgendwie so für TikTok so mitfilmen, was ich im Gym mache. Obwohl, da bin ich ein bisschen shy. Vor allem auf TikTok wird man auseinandergenommen, wenn man irgendwas falsch macht. Die schreiben nicht so nett mal rein, wie man es besser machen kann. Die schreiben rein, trainierst du für den Bandscheibenvorfall? Nein, obviously nicht. Bitte nette Tipps. Nicht mich hier roasten.
Deine liebsten Everyday Make-up-Produkte. Erstmal diese Make-up-Palette von Kaya. Da ist Contour drin, Blush, das war Highlighter, der ist mir leider kaputt gegangen, und Bronzer. Also wenn ich noch eine Sache mitnehmen dürfte, wäre das diese Palette. Ist alles drin, was man braucht. Dann Concealer. Der ist sogar echt gut, der ist aus der Drogerie, der ist von Manhattan. Das ist durch so ein Nachmacher vom Tarte Concealer. Und dieser Highlighter, das ist der Enlighten Highlighter von Rare Beauty. Und natürlich mein Lip Liner von Charlotte Tilbury. Das ist der in der Farbe Pillow Talk. In der normalen Pillow Talk, nicht im Medium. Nehmt nicht Medium, falls ihr so helle Lippen habt wie ich, weil das sieht echt ein bisschen komisch aus dann. Und wir machen direkt die nächste Frage. Was ist dein Motto oder so? Hast du einen Spruch, der dich motiviert? Also ich würde sagen, ich habe nicht direkt so ein Motto, aber ich finde, dass ich immer so versuche, das Beste aus jedem Tag zu machen. Also ich versuche immer, dass ich abends halt denke, dass ich so mindestens eine positive Sache von meinem Tag mir halt raussuche und darüber so nachdenke. Weil wisst ihr, jetzt auch gerade, wo mein Opa im Krankenhaus ist zum Beispiel, habe ich so gemerkt, dass eigentlich alles andere komplett unwichtig ist. Also dass so Gesundheit am wichtigsten ist und dass es der Familie gut geht und dass man selber auch gesund ist. Und wenn das nicht ist, dann merkt man erst, wie unwichtig manche Dinge, über die man sich vielleicht manchmal aufregt, sind. Manche hat man ja so wirklich so kleine Probleme, über die man sich aufregt, und dann ruiniert man sich damit den ganzen Tag. Am Ende des Tages war es einfach so eine dumme Sache, über die man sich aufgeregt hat, die absolut nicht wichtig ist, und deswegen ist das so, glaube ich, mein Motto oder was ich versuche, also immer positiv zu denken. Und ich finde auch, dass ich eine ziemlich positive Person bin. Also ich gehe immer nicht direkt vom Negativen aus, sondern ich bin eher so sehr optimistisch, und ja, das ist auch sehr gut. Und ja, das ist dann, glaube ich, so mein Motto und meine Einstellung im Leben. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Spruch, der mich motiviert oder so. Ich musste mal eben meinen Eyeliner hier suchen. Jetzt, dazu kamen auch ganz viele Fragen, wie man irgendwie abnehmen könnte oder wie viel ich am Tag esse. Und ich würde sagen, dass ich schon hauptsächlich gesund esse. Also ich würde es nicht so, wenn ich esse nicht besonders viel Fastfood oder so. Einfach auch, weil ich das nicht mag. Also ich mag es auch nicht, wie ich mich so danach fühle. Das bekommt mir nicht so gut. Deswegen esse ich lieber so gesunde Sachen, weil danach fühle ich mich irgendwie besser. Ich mag auch generell nicht so viel Süßigkeiten. Das Einzige, was ich mag, ist so Eis. Ich esse im Sommer sehr viel Eis. Und Schokolade mag ich. Ich mag jetzt nicht so Gummibärchen oder so andere Sachen. Das mag ich irgendwie einfach nicht. Also vom Geschmack her nicht. Da haben doch viele gefragt, so nach Abnehmtipps oder so. Aber ich finde es immer sehr schwierig. Ich würde immer sagen, dass es viel besser ist, Sport zu machen und dann richtig zu essen. Also sich nicht zu hungern, nur um abzunehmen, sondern dass Sport da wirklich auch langfristig eine bessere Lösung ist, als wenn man jetzt so 3 Tage lang einfach fast nichts isst. Das finde ich auch wirklich schrecklich. Also ich liebe Essen und ich könnte das niemals. Ich esse mal dann, wenn ich Hunger habe, und Hunger habe. Und ich kann dann auch, wenn ich satt bin. Aber ich esse einfach ganz normal, würde ich sagen. Also wie oft isst du so pro Tag? Morgens, mittags, abends esse ich auf jeden Fall. Zwischendurch so Snacks. Ja. Die Frage, was wären deine Date-Ideen? Meine Date-Idee ist ein Date, was ein Typ für mich plant und wo ich nicht selber irgendwelche Ideen haben muss. Wenn ich das Date schon planen muss und mir hier schon irgendwelche Ideen überlegen muss, dann findet das Date meistens gar nicht statt. Da sind wir wieder bei den zu hohen Ansprüchen. Aber Leute, hey, das kann nicht so schwer sein. Ihr könnt es doch mich nicht fragen. Ich plane das hier nicht. Kannst du gut Spanisch? Sí. Muy bien español, amigos. Hola. Soy Mavi, yo vivo en Mallorca y hablo un poquito español. Espero que mi profesora de español no va a ver este video. Oh Gott, das war aber wohl meine schlechteste Performance. Ich glaube, das waren alle Fragen, die ich heute hier beantworten wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mein Video hier anzugucken, und ich bin jetzt auch fertig. Das ist mein fertiges Make-up. Ich hoffe, es ist gut geworden. Ich habe nämlich keine Kontaktlinsen an und habe das so ein bisschen Freestyle hier beim kleinen Spiegel gemacht. Das ist übrigens das beste Fixing Spray von Kaya Cosmetics. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich morgen wieder gesund werde. Wir fahren ja später dann nach Köln. Drückt mal bitte alle meinem Opi ganz doll die Daumen, dass er wieder gesund wird und dass alles gut wird, weil das ist wirklich so schrecklich, finde ich. Und ja, das hat mich wirklich so sehr aus der Bahn geworfen, sag ich mal, weil das kam auch wirklich plötzlich. Und ich hoffe einfach, dass wir alle die Daumen drücken, dass es wieder gut wird. Und ich habe euch alle ganz doll lieb, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Sonst schreibt noch ein paar in die Kommentare, oder ihr könnt mir auch mal auf Instagram schreiben, dann mache ich auch immer ganz viele Fragerunden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!